Day in the life, let's see if you really trap. Hallo Leute, ich nehme euch heute mit in den Tag im Leben von Kerim Alaibegovic und ich zeige euch hier mal was. Ja, also hier ist der Player of the Month September und ja, das ist für mich eine sehr, sehr große Auszeichnung. Das war nach dem Rapid-Spiel, oder nein, vor dem Rapid-Spiel. Und ja, in dem Monat hatte ich sogar Geburtstag und als ich das bekommen habe, habe ich, glaube ich, am ersten Tag sogar damit geschlafen. Und ja, es bleibt auf jeden Fall immer überall mit. Das sind, glaube ich, dann noch ein paar Fangeschenke. Es sieht auch schon sehr, sehr schön aus. Ja, das war, glaube ich, mein erstes Pflichtspiel im Cup gegen Dietach. Das war auch schon ein sehr, sehr besonderer Moment für mich in diesem Jahr, also im letzten Jahr. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Erinnerung. Ja, kommt mal mit. Ja, also hier ist wird ein bisschen Playsy gespielt. Das mag ich sehr, sehr gerne. FC 26, EFC 26. Da zocke ich gerne mit ein paar Freunden, auch manchmal Fortnite und so. Ich mache es mir ein bisschen gemütlich. Ja, hier gibt es noch so ein paar Bilder auch von einem Fan. Das Bild kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Das war am Fotoshooting am ersten Tag, wo ich unterschrieben habe bei Red Bull Salzburg. Und ja, das war sehr, sehr cool und ja, das Bild sieht sehr, sehr gut aus und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür. Ja, das habe ich auch von einem Freund bekommen. Das war mein erstes Spiel für Bosnien und ja, da wurde ich somit der jüngste Torschütze in der Geschichte und halt der jüngste Spieler. Und ja, darauf bin ich sehr, sehr stolz und ja, ich bedanke mich einfach dafür. Das habe ich eingerahmt, das ist tatsächlich meine erste offizielle FIFA-Karte. Letztes Jahr war ich nur im Karrieremodus, aber ja, das ist auf jeden Fall meine erste FIFA-Karte. Sieht noch lange nicht so gut aus, wie es hoffentlich wird, aber zumindest ist sie selten, die Bronzekarte. Und ja, das nehme ich positiv mit. Ja, jetzt kommen wir zum Schlafzimmer von meiner Mutter eigentlich, die ist heute leider nicht da. Also ich grüße sie auf jeden Fall. Hier gibt es da noch so ein paar Trikots. Kann ich euch mal alle zeigen. Also das war von meiner Vertragsunterschrift. Darauf war ich sehr, sehr stolz und ja, meine Familie war auch sehr, sehr stolz und ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tag. Das war, glaube ich, gegen die Bayern. Das war mit Karl. Den kenne ich auch schon ein bisschen, also den kenne ich schon ein bisschen von früher, weil wir haben tatsächlich vor 3-4 Monaten, vor 7-8 Monaten mit Leverkusen gegen Bayern U19 gespielt und da kannten wir uns ein bisschen. Da habe ich noch, Amma hat mir auch noch ein Trikot mitgegeben, den grüße ich auch. Das Day in the Life von ihm auch sehr, sehr cool. Was habe ich hier noch? Das passt ja zu uns, tatsächlich. Und ja, das war in Bosnien. Ja, leider schmerzt das noch ein bisschen, aber das Trikot ist sehr, sehr cool. Ja, Alex, sehr, sehr guter Torwart und sehr, sehr gute Person. Und da habe ich noch mit David getauscht. Ja, also meine Trikotkollektion sammelt sich ein bisschen. Ja, für eine halbe Saison will ich mal sagen, dass ich schon viele Trikots habe. Demirovic auch noch hier. Das war, glaube ich, mein erster Trikottausch mit Doué. Das war mit der U21 von Bosnien. Da war er, glaube ich, noch nicht mal so richtig bekannt. Und ja, das war, glaube ich, bevor er sogar zu Paris gewechselt ist. Und ja, seitdem schlägt er eine sehr, sehr gute Karriere ein, würde ich sagen. Ja, das war das Zimmer von meiner Mutter. Dann kommen wir zu meinem Zimmer. Das ist nichts Spektakuläres, aber auf jeden Fall ein schönes Bett, würde ich mal sagen. Dann kann ich mich auf jeden Fall ausruhen nach dem Training. Dann ist hier das Badezimmer. Ja, hier putze ich dann meine Zähne und mache mich ready für das Training oder wenn ich mal irgendwo rausgehe mit meiner Mutter oder so. Ja, das ist meine Morgenroutine eigentlich. Ich habe jetzt nicht so viel irgendwie Skincare oder so, was ich hier mache. Ich putze einfach meine Zähne. Ich mache vielleicht manchmal kaltes Wasser um mein Gesicht, wenn ich sehr, sehr müde bin. Aber ja, das ist, würde ich mal sagen, meine Morgenroutine. Und dann habe ich noch eine Sache. Ja, ich bin eher so auch schon ein Fan von Anzügen. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so, Jeans anzuziehen. Das drückt ein bisschen und da fühle ich mich nicht so bequem. Und ja, kann man sehen, hier gibt es sehr, sehr viele Anzüge auch. Ich will einfach jedes Mal Abwechslung haben. Ja.
Ich würde sagen, das ist schon gut geordnet hier. Das ist alles wegen meiner Mutter, ehrlich gesagt. Wenn ich hier allein am Leben, dann wäre es, glaube ich, nicht so ordentlich, würde ich sagen. Aber ja, auf jeden Fall ist nicht schlecht. Es wird, glaube ich, schon langsam wieder Zeit, eine Weste anzuziehen. By the way, der Winter in Salzburg ist sehr crazy, sehr kalt. Vor allem so im Training, wenn du dort bist und trainieren willst, ist wirklich vorbei. Ja, dann würde ich mal sagen, dass es losgeht. Wir gehen jetzt, glaube ich, zum Training dann. Ich nehme immer Mama die noch auch mit. Der wohnt direkt hier 1 Minute ungefähr. Und ja, ich nehme den jeden Tag mit. Und ja, wir fahren dann zusammen zum Training. Es ist auf jeden Fall cool, dass ich denen da helfen kann. Training. Yes, always. It's my brother. Ja. Mama, die guter Junge, sehr anständige Person und ja, seitdem Nene weg ist, da hatte ich auch noch keinen Führerschein, da hat er uns beide immer mitgenommen und ja, seitdem er weg ist, habe ich die Sache übernommen. Ja. Ja, ist sehr gut. Ist ruhig, ja, und ja, immer gut. Ja, ich höre manchmal Musik, schon öfters, vor allem bei Spielen. Da höre ich schon viel Deutschrap, Französisch, auf jeden Fall sehr viel Balkan auch. Vor Spielen so nochmal so richtig laut Musik hören in den Ohren ist sehr wichtig für mich. Dann kriege ich noch mehr Motivation und ja, ist auf jeden Fall cool. Welchem Mitspieler würdest du niemals deinen Autoschlüssel geben und warum? Joan Gadou würde ich niemals meinen Autoschlüssel geben. Also auf jeden Fall ist es nicht seine Stärke, würde ich sagen. Joan Gadou sah nicht gut aus, wo er gefahren ist. Savi! Was geht? Alles klar? Oh, Day in the Life, oder? Ja. Bald auch. Oh, die Kabine ist sehr leer. Eigentlich ist die immer voll mit Spielern, aber ich glaube, die sind schon frühstücken wahrscheinlich. Ja, hier ist dann mein Platz. Eddie ist ein sehr guter Kollege von mir, also ich komme sehr gut mit ihm klar. Manchmal nervt er mich ein bisschen, aber ist okay. Ja, Franz ist auch ein sehr guter Kollege. Ja, mein Sprint ist auf jeden Fall, ja, ist nicht so ordentlich, also ist okay. Eddie, seiner ist sehr gut, sehr clean. Und ja, hier kommt schon der nächste Gangster, würde ich mal sagen. Der ist auf jeden Fall auch ein sehr korrekter Junge. C'est dober. Ja, hier kommt unser Kapitän Mats Blitztrup. Day in the Life? Hat heute wieder ein sehr krasses Outfit an. Two crazy goals and then we do Day in the Life now. Okay. Achso. Das ist mein King. Mit den beiden, mit denen lache ich immer. Das sind meine Balkanbrüder und ja, ist auf jeden Fall immer cool mit denen abzuhängen, würde ich sagen. Ja. Wir nehmen jedes Mal so ein bisschen Blut ab. Ja, dann sehen die, ob ich vielleicht krank bin oder ja, ob ich müde einfach bin. Und das können die dann steuern, dann sagen die mal vielleicht, du machst eine Übung nicht mit dem Training, damit du ein bisschen lockerer heute machst. Und, ja, hier ist dann unsere Frühstücksarea. Ich nehme mal ein Omelette jeden Tag mit Käse. Das denke ich schon, dass ich es mag. Dann, dieses war der Boden abgefroren. Mein Schmatter hat es fast ausgekaut, Digga. Ist okay, Bruder. Ich habe meins nicht mal aufgegessen. Ich habe auch ungefähr so viel gemacht. Er geht wieder, Bruder. Maurits, our King. Maurits. Best Dripper in the team.
Sota! Gib mal Bullen! Gut, Bruder. Is the big boss. Okay. Was? Yeah, big Yes, boss. Bruder. Alles klar? Ja. Kannst du mal mit dagegen drücken? Okay. Ja. Ja. Nach dem. Ja, es kommt drauf an. Manchmal vorm Training, manchmal danach. Da schlafe ich schon ein bisschen ein. Also vor allem so bei Massagen oder so. Dann finde ich es noch entspannter, wenn ich einschlafe. Und ja, das passt dann einfach. Ja. Jetzt kommen wir mal zur sogenannten Stoßwelle. Das Lieblingsgerät aller Spieler, weil es macht maximale Schmerzen, aber Es hilft. es hilft. Ready and go. Lala. Bleib bis dass der Schmerz wieder nachlässt und dann gehen wir weiter. Ja, das ist der Job. Da gibt es mal so ein paar Sekunden, da tut es So wie jetzt. So jetzt, ja. So, Mister, jetzt machen wir Tape und dann lassen wir wieder in Frieden. Ja, was? Ich mache immer so ein. Das ist ein Spezialtape. Ich kann es nicht aushalten, wenn einfach so viel Spannung in meinem Fuß ist, weil ich bin eher so der Spieler, der locker sein muss. Zlatko! Zlatko Junusovic! Zlatko! Zlatko, desi brate! So, viel Spaß. Only for the camera that he takes some ice. The first time I've seen it in my life. First time this guy take us, man. First time. Okay, don't put this in the video, Ashwan. Don't put this. Zweite Wechsel. Das Training war gut. Vergessen meinen Handschuh einzupacken, also es ist ein bisschen kalt. Aber ja, war gut. Viel geschossen, ein bisschen gespielt. Ja, ready. Because every time I... Also wenn man hier oft sieht, Trummer, Janik und Mats eigentlich, aber den sehe ich gerade nicht. Aber Trummi ist immer da. Ja, also wir gehen jetzt ins Stadion, da werden noch ein paar frische Bilder gemacht und ja, wir sehen uns gleich.
einziehen, die euch Fans im Rücken. You good here? Ja, Yeah? was gut, was gut. Was not better? Nein, warte mal, das. Ready? So we do one more try. It was too long. Yeah. You didn't even have a look at the ruler. That's really good. Ja. You managed to catch it. Perfect. Thank you. Thank you. Ja, der Tag war lang, gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, hat Spaß gemacht. Natürlich auf dem Platz zu stehen macht jeden Tag Spaß, aber ja, noch Media und so habe ich gerne gemacht. Ja. Jetzt gehen wir nach Hause ein bisschen und relaxen ein bisschen und schalten ab und bereiten uns auf das morgige Training vor. Ja, so, jetzt sind wir zu Hause. Eigentlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, jetzt ein bisschen Playsee in die Hand nehmen und ein bisschen Ultimate Team oder Fortnite spielen. Ja, danach macht meine Mutter eigentlich mit mir immer Essen und ja, dann telefoniere ich mit ein paar Leuten noch, mit meinem Vater, mit meinem Bruder und noch ein paar anderen Leuten. Ja, das war einfach ein Tag von meinem Leben und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick in meinem Leben haben.